Ich und wieder ich. Es geht immer nur um das Ich. Alles in und um uns formt sich aus unserer Selbstkonstruktion und Selbstwahrnehmung. Diese reflexive Einstellung und mit ihr verbunden unsere gesellschaftliche Positionierung ist das Grundgerüst jedes Individuums. Einzelne Individuen hingegen formen eine kollektive Gesamtgesellschaft. Mit zwei Facetten des Ichs beschäftigen wir uns heute: der Identität und der Individualität. Wir sind uns dessen vielleicht nicht immer bewusst, aber alles, was um uns passiert, was wir davon mitbekommen und wahrnehmen, wie wir diese Ereignisse bewerten und fühlen, ist ein Abbild unseres inneren Zustandes. Dieser Zustand ist die Seele unserer Persönlichkeit. Unsere Persönlichkeit denkt und fühlt zugleich, guckt und sieht zugleich, liebt und lebt zugleich. Nach innen wie nach außen. So wie wir mit uns selbst umgehen, gehen wir auch mit anderen um. Stellen wir uns also zunächst die Frage: Wie bin ich zu dem geworden, der ich bin? Wer erschuf das Ich? Mit unserer Geburt, seit Tag 1, sind wir äußeren Einflüssen ausgesetzt. Der Erziehung unserer Eltern, den Erwartungen der Lehrer, von Freunden, kurz der Gesellschaft. Andererseits haben wir Gefühle und eine innere Stimme, die uns sagt, was wir wirklich glauben wollen, denken und sich gegen das stellt, was von außen auf uns einwirkt. Es wird uns vorgeschrieben, welche Berufe für Wohlstand und Erfolg stehen und was wir dafür zu studieren haben. Demgegenüber stehen innere Bedürfnisse nach Entfaltung und Sehnsucht. Auf der einen Seite fühlen wir uns. Wir hören unsere innere Stimme und können diese Stimme exakt beschreiben. Auf der anderen Seite hingegen stehen gesellschaftliche oder politische Definitionen genau dem gegenüber. Diesen Kampf der Selbstbestimmung und der Fremdbestimmung möchte ich personifizieren in den beiden Begriffen der Individualität und der Identität. Wenn diese beiden Kräfte harmonieren, reden wir von einem Einklang. Und erst dann wird das Ich klar und eindeutig. Okay, das war jetzt alles sehr abstrakt. Machen wir es ein bisschen konkreter. Die Identität formt sich aus Klischees, Vorurteilen, Debatten und politisch pluralisierenden Medien. Ich sei einer mit Migrationshintergrund. Das ist ein sanfter, identitätsstiftender Begriff. Darüber hinaus sei ich ein Schwarzkopf, einer aus der Parallelgesellschaft, ein Integrationsverweigerer. Wow, das sind Begriffe, über die ich erst 20 Bücher lesen müsste, um zu verstehen, was ich wohl alles sei, aber nicht bin. Denn ich bin ein Künstler, ein Musiker, ein Fotograf, ein Poet, ein Buchliebhaber, ein Philosophieinteressent, ein Ehemann und ein Vater. Das ist das, was ich fühle und lebe und bin, wenn ich nachts meinen Kopf in den Kissen lege. Meine Individualität. Meine Individualität muss ich mir selbst gegenüber nicht erklären oder rechtfertigen und erst gar nicht verteidigen. Meine herangetragene Identität aber schon. Und zwar gegen all denjenigen, die mich in dieser Rolle sehen möchten. Ich muss also das verteidigen, was ich nicht bin, statt zu leben, was ich bin. Das Leben ist also ein Kampf zwischen diesen beiden Facetten des Ichs. Die Identität formt sich darüber hinaus aus historischen Ereignissen, religiöser Zugehörigkeit, Staatsangehörigkeit und sogar, wie ich mich artikuliere. Das alles legt offen, wer ich zu sein scheine. Und politische Ereignisse wie 9/11 zwingen mich nochmal vor Augen zu führen, ob das jemand war, mit dem ich dieselben Ränge teile. Oder steht diese Ideologie gegen der meinen? Meine Ideologie? Ich wusste bis dato nicht einmal, dass ich eine habe. Aber ich werde gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen, was nicht zwangsläufig etwas Schlechtes ist. Das Problem ist nur der negative Frame, den ich rechtfertigen muss. Als
Nicht stehe ich mit meinem Namen für irgendetwas. Meine Individualität, das, womit ich mich aus mir selbst heraus definiere, wäre, wenn überhaupt, das Einzige, was ich verteidigen und rechtfertigen könnte. Diese Fähigkeit, mich selbst zu erklären, würde ich als Intellekt beschreiben. Je intellektueller also, desto selbsterklärender und selbstbestimmter bin ich. Statt diesen Kampf also zuzulassen, sich der Dialektik des Ich und des anderen zu beugen. Wie wäre es, wenn wir den Fokus alle auf uns selbst richten, unserer persönlichen Entwicklung, täglich an uns arbeiten, ein gerechter, schöner und guter Mensch zu werden? Schließlich setzt sich die Gesellschaft aus einzelnen Individuen zusammen. Wir sind alle Ziegelsteine einer Mauer. Unsere zu tragende Last, ein harmonisches Miteinander. Jeder packt sich am eigenen Kragen und definiert sich selbst aus sich selbst heraus und trägt so zur unendlichen Vielfalt der Gesamtgesellschaft bei. Wenn wir unserer inneren Stimme zuhören und uns bemühen, mit dieser im Einklang zu leben, so werden wir Ruhe und Gelassenheit finden, fern von jenen fremdbestimmten Diskursen und Debatten. Und nur dann ist ein harmonisches Miteinander in der Gesamtgesellschaft möglich. Innen